An dieses Versprechen kann man sich nicht mehr erinnern, weil Herr Merz sich nun die Stimmen für seine Kanzlerschaft erkaufen will, teuer erkaufen will, dass der neue Bundestag noch nicht konstituiert ist. Diese Sitzung, diese Abstimmung, diese Grundgesetzänderung, die Schuldenbremse mal einfach abzuschaffen, die findet noch mit den alten Mehrheiten statt. Und das ist aus unserer Sicht ein finanzpolitischer Staatsstreich. Mittlerweile taktiert, auch verhandelt. Also die Wahlverlierer sitzen am Tisch und wollen im alten Bundestag die Schuldenbremse lösen. Wir lehnen das kategorisch ab. Willkommen in der Realität. Ungeschönt, ungefiltert, unangenehm. Für die da oben. Was ist hier eigentlich los? Friedrich Merz will Kanzler werden und wirft alles über Bord, was er im Wahlkampf versprochen hat. Schuldenbremse weg. Grenzkontrollen vergessen. Und jetzt will er mit den alten Bundestagsmehrheiten einen finanziellen Staatsstreich durchziehen. Alice Weidel und Tino Kruppalla nehmen dieses Polittheater auseinander. Und das solltet ihr nicht verpassen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und vor allem schreibt in die Kommentare, was ihr von diesem Wahnsinn haltet. Auf geht's! So. Ich soll anfangen, ne? Ja. Guten Tag, herzlich willkommen zum heutigen Pressegespräch der AfD-Bundestagsfraktion. Die Zeiten sind wieder einmal historisch. Wir haben noch nie einen Kanzlerkandidaten gesehen, der so schnell alle Wahlversprechen über den Haufen geworfen hat wie Herr Merz. Grenzkontrollen gibt es nicht mehr, Abweisungen sowieso nicht, Abschiebung haben wir nie drüber geredet. Und jetzt zum Thema Schuldenbremse, weg damit. Und das, obwohl die CDU damit Wahlkampf gemacht hat. Steht sogar im Wahlprogramm der CDU-CSU, dass man an der Schuldenbremse festhalten möchte. Denn zu einem soliden Haushalt, und das ist völlig richtig, gehört, dass der Staat vernünftig wirtschaftet. An dieses Versprechen kann man sich nicht mehr erinnern, weil Herr Merz sich nun die Stimmen für seine Kanzlerschaft erkaufen will, teuer erkaufen will, von fast 1 Billion Euro. Man muss sich das vorstellen, wir haben schon Rekordsteuereinnahmen von 2 Billionen Euro. Jetzt soll nochmal Sonderschulden, Sondervermögen ist eine falsche Definition. Ich bin immer eine Freundin von sauberen Definitionen. Es sind Sonderschulden, die aufgenommen werden neben dem Bundeshaushalt. Also man hat jetzt 3 Billionen, eine unglaubliche Summe, 3 Billionen Euro zum Verspielen und das für linke sozialistische Umverteilungsprojekte. Und dementsprechend haben wir diese Diskussion in dieser Woche in diesem Bundestag. Das Besondere ist, dass der neue Bundestag noch nicht konstituiert ist. Diese Sitzung, diese Abstimmung, diese Grundgesetzänderung, die Schuldenbremse mal einfach abzuschaffen, die findet noch mit den alten Mehrheiten statt. Und das ist aus unserer Sicht ein finanzpolitischer Staatsstreich. Diesem alten Bundestag fehlt die politische Legitimation. So fängt es einmal an. Dieser Bundestag darf nicht über diese maßgeblichen Veränderungen abstimmen, weil er ist bereits abgewählt. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas hätte die Möglichkeit, sofern die CDU, CSU und der SPD nicht in den Kungelrungen das alle schon abgesprochen hätten, hätte die Möglichkeit, für nächste Woche bereits den neuen Bundestag einzuberufen. Das tut sie aber nicht, weil nämlich genau mit den Mehrheiten des alten Bundestages, der abgewirtschafteten, abgewählten Parteien, hier Mehrheiten geschaffen werden sollen für diese Grundgesetzänderung, die wir für hochgradig verantwortungslos für den deutschen Steuerzahler halten. Die Konsequenzen sind einfach und sie werden genauso kommen. Denn in der Ökonomie ist es nie so, wie man es sich wünscht, sondern wie es kommen muss. Und das werde ich Ihnen kurz erklären. Mit der Annahme dieser unglaublichen Bilanzausweitung des deutschen Haushaltes
wird Deutschland die Top-Bonität verlieren. Wir haben ein AAA-Rating und das werden wir verlieren. Was folgt daraus? Es folgt daraus, dass wir deutlich mehr Zinsen zahlen müssen für die Schuldenaufnahme. Und da wird es enorm teuer. Der neue Haushalt wird dadurch stranguliert, durch die höheren Zinsen. Wir haben gesehen, dass die Renditen auf 10-jährige Bundesanleihen, die eigentlich noch eine Top-Bonität von AAA haben, allein durch die Ankündigung um fast 20 Basispunkte gestiegen sind. Dazu muss man auch wissen, dass sich die Hypothekenzinsen an den 10-jährigen Bundesanleihen orientieren. Das heißt, den Häuslebauern werden die Zinsen durch die Decke gehen. Der Leidtragende ist hier der Steuerzahler, derjenige, der ein Haus bauen möchte, und es wird noch weitergehen. In dem Moment, wo Deutschland das AAA-Rating, also die Bonität, verliert, wird es auch mit dem Euro bergab gehen. Der Euro wird abwerten und das heißt, die Importe für die deutschen Konsumenten werden sich deutlich verteuern. Auch hier haben wir eine importierte zusätzliche Inflation im Markt. Und auch hier der Leidtragende ist wieder der deutsche Steuerzahler und der deutsche Bürger, der für diesen Wahnsinn zahlen muss. Also wir haben hier überall an allen Ecken und Enden einen politisch induzierten Kaufkraftverlust nebst der bereits höchsten Energiepreise, wo wir keine Strategie sehen, dass die runtergebracht werden. Hier wird eindeutig Politik gegen die Bevölkerung gemacht, nicht für die Bevölkerung. Und das ist einfach nur der Politik von dem Kanzlerkandidaten Friedrich Merz zu verdanken, der sich hier seine Mehrheiten in einer dreisten, verfassungswidrigen Art erkaufen möchte, wie es die Bundesrepublik Deutschland noch nie gesehen hat. Wir verurteilen diesen Akt des Staatsstreiches mit den alten Mehrheiten, so eine Linienverschiebung zu vollziehen, mit den Konsequenzen, die ich Ihnen gerade erläutert habe. Und dementsprechend werden wir dagegen stimmen. Wir klagen, wir gehen sämtliche rechtliche Schritte gegen diesen Schritt, gegen die Bevölkerung. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, um das nochmal ergänzend auch zu sagen, wie Friedrich Merz hier aktuell und Alice Weidel hat das gerade auch so erwähnt, im alten Bundestag, wir reden ja immer noch vom 20. Bundestag, der aktuell dementsprechend jetzt nochmal zusammentritt. Er hat komplett die Orientierung verloren. Hier agiert jemand, der noch nicht mal Bundeskanzler ist. Denn amtierend ist aktuell noch Olaf Scholz Bundeskanzler, der zwar mit am Verhandlungstisch sitzt, aber man fragt sich, welche Funktion und welche Aufgabe er eigentlich hat. Was wir hier sehen, dass der sich neu wählende Bundeskanzler Herr Merz auch mit den Grünen mittlerweile taktiert, auch verhandelt. Also die Wahlverlierer sitzen am Tisch und wollen im alten Bundestag die Schuldenbremse lösen. Wir lehnen das kategorisch ab. Und wenn man sich auch anschaut, was Friedrich Merz noch 3 Wochen vor der Wahl gesagt hat, nämlich, dass die CDU, dass es die DNA der Union sei, die Schuldenbremse, da muss man sich wirklich fragen, inwieweit Friedrich Merz seine Wahlversprechen nicht nur in puncto der Grenzsicherung angeht, sondern auch was Schuldenbremse angeht, wirklich noch aufrechterhalten kann und inwieweit er zur Vergesslichkeit mittlerweile neigt wie Olaf Scholz selbst. Hier muss man sich fragen, ob in den Sondierungsgesprächen Herr Merz sich die mRNA der SPD einpflanzen lassen hat. Denn die CDU hat, und das zeigt sich gerade in den letzten Wochen und Tagen, keine DNA mehr. Und das ist der einzige Punkt, der die AfD noch hat, denn wir werden den Wohlstand und auch die Sicherheit der Bürger verteidigen. Und woran man das sieht man ja auch am Wehrbericht, der auch vorgestellt wurde. Denn die Bundeswehr hat natürlich auch große Probleme. Das will überhaupt niemand bestreiten. Und diese Probleme werden wir aber nicht mit einfachem Geld ausschütten und neuen Schulden lösen können. Das Geld muss nämlich auch so ausgegeben werden, dass es der Sicherheit auch dient. Und vor allen Dingen muss die Regierung Deutschlands Sicherheit im Blick haben. Und die CDU und die SPD wollen aber weiter den Konfrontationskurs der alten US-Regierung gegenüber Russland fortführen. Das erkennt man ja auch aktuell. Und genau das ist falsch. Sie müssen sich am Friedenskurs vom neuen Präsidenten Trump orientieren. Und richtig ist aber, dass Deutschland und Europa eine strategische Eigenständigkeit anstreben müssen. Wir unterstützen jede Regierung, die diesen Schritt geht. US-Präsident Trump hat das bereits auch angekündigt, dass er diese Eigenständigkeit Europas verlangt.
beim Parteitag in Essen hat die Alternative für Deutschland letztes Jahr auch ihre Position zur Außen- und Verteidigungspolitik dort klar zementiert. Und dazu hat auch unser Verteidigungspolitiker Jan Nolte wichtige Anregungen, auch Positionen beigesteuert. Wir wollen eine Friedensordnung in Europa, und zwar mit ganz Europa. Eine europäische Sicherheitsarchitektur mit einem starken Deutschland auszuarbeiten, das wird auch unser Schwerpunkt für unsere Arbeit in dieser Fraktion und auch die nächsten Wochen sein. Nichtsdestotrotz, um das nochmal zusammenfassend zu sagen, was hier die nächsten Tage in Deutschland passiert, ist einzigartig, ist auch in der Nachkriegsgeschichte in Deutschland noch nie passiert, dass man mit alten Mehrheiten, weil man genau weiß, mit neuen Mehrheiten kann man die Schuldenbremse nicht lösen, kann man auch das Grundgesetz nicht auf dieser Weise ändern. Das ist wirklich einzigartig und das kann man nur ablehnen und ich hoffe, dass auch hier die Gerichte unseren Anträgen dahingehend auch folgen werden. Vielen Dank. Vor einer Stunde Ihren Meisterbrief getwittert. Was hat es damit auf sich? Ist es angezweifelt worden, dass Sie den rechtmäßig erworben haben? Oder? Das ist dahingehend, deshalb habe ich das getwittert, weil Korrektiv in einigen Nachrecherchen aktuell bei mir, was meine Meisterausbildung angeht, dort Nachfragen gestellt hat bei einigen Institutionen, auch über meine Persönlichkeitsrechte hinweg. Und deshalb habe ich das einfach nochmal richtig gestellt und auch schöne Grüße an das Korrektiv gestellt. Wir haben sich jetzt seit Beginn des Ukraine-Kriegs immer wieder dafür ausgesprochen, Frieden, diplomatische Lösungen etc. Jetzt gibt es ein Angebot der Ukraine und der USA an Russland für eine Waffenruhe. Würden Sie jetzt Wladimir Putin empfehlen, darauf einzugehen? Ich denke, das ist der erste richtige Schritt in den jetzigen Verhandlungen, dass es überhaupt Verhandlungen gibt zu Frieden und dass wir über Waffenstillstände und Waffenruhen sprechen und diskutieren. Ich denke, das ist ein großer Anteil des aktuellen amerikanischen Präsidenten Trump, der das endlich forciert hat und der auch Herrn Zelensky dazu aufgerufen hat. Inwieweit das jetzt auch vollzogen wird, das wird sicherlich in Prüfung der russischen Administration sein. Wir begrüßen das natürlich absolut. Das sinnlose Sterben muss sofort beendet werden. Und ich hoffe, dass es recht schnell nicht bis zu einem Waffenstillstand kommt, sondern auch zu einer Beendigung des kompletten Krieges und dass man sich hier am Verhandlungstisch endlich auch einigt. Ich finde es gut, dass, wie gesagt, die amerikanische Administration hier auch den Worten Taten folgen lässt. Das hat Herr Trump ja in seinem Wahlkampf immer wieder angekündigt. Ich finde es schlecht, dass dass die Bundesregierung vor allen Dingen, wie ich schon immer sagte, nicht bloß am Katzentisch sitzt, sondern mich gar nicht am Tisch. Hier hätte wirklich Europa, aber auch die deutsche Bundesregierung einen größeren Anteil leisten können. Dann wäre vielleicht dieser Krieg oder auch ein Waffenstillstand eher möglich gewesen. Weil Sie im Ukraine-Papier ja auch schon die klare Forderung auch in Richtung Russland stehen hatten, ein Ende der Kampfhandlungen, ein sofortiges. Das wäre doch dann jetzt angebracht. Also müssten Sie da auch Ihre Kanäle nutzen in Richtung Russland, um dahin zu wirken, dass Sie dieses Angebot einnehmen. Und zum Zweiteren noch, da Sie ja doch auch immer das Selbstbewusstsein haben, für die Mehrheit der Bevölkerung zu sprechen, die ist ja für eine Reform der Schuldenbremse und sogar 3/4 sagen jetzt, dieses Sondervermögen für Infrastruktur sei richtig. Warum irrt die Mehrheit der Bevölkerung? Ich glaube, die Die erste Frage habe ich eigentlich alles dazu beantwortet. Also von daher gibt es da nichts hinzuzufügen. Wie gesagt, die Vorschläge liegen jetzt vor und alles andere gilt es abzuwarten. Ein Staat darf grundsätzlich nicht mehr ausgeben, als er einnimmt. Und das, was wir hier gerade erleben, das ist ein Verlassen einer seriösen Haushaltsführung mit allen Konsequenzen, die ich Ihnen eben beschrieben habe, mit höheren Kosten am Kreditmarkt, mit Verwerfung am Kreditmarkt für die Bonität Deutschlands, die Zinskosten, aber dann eben auch die Zinsen, die sich an den 10-jährigen Staatsanleihen mit orientieren. Das hat enorme Konsequenzen. Und das ist der Grund, warum es nicht gut ist, was noch gelinde gesagt freundlich ausgedrückt ist, also eigentlich verantwortungslos ist, die Schuldenbremse jetzt so aufzuheben und solche Kosten zu verursachen. Und wir haben das ja auch in vielen Reden, auch im Bundestag, dargelegt. Ich nenne Ihnen einfach ein Beispiel. Nehmen Sie einfach einen Top-Manager, der schleppt im Jahr ein super Gehalt nach Hause, nehmen wir mal an, 500.000 Euro, so, und hat permanent Gehaltssteigerungen. Er rennt aber trotzdem zu seiner Bank und nimmt Konsumkredite auf, weil er sich irgendwie ein Auto mit dazu kaufen will oder sonst irgendwas. Sprich, er kommt mit seinem Geld nicht klar.
dann glaube ich, dann kommen wir beide zu dem Schluss, dass dieser Mann offensichtlich mit seinem Geld, was er verdient, nicht umgehen kann. Und genau das Gleiche kritisieren wir hier im Bundeshaushalt. Ja, die Entscheidungsträger oder die es werden wollen oder die es noch sind, wir sind hier in einem Interregnum der Institution, was wir eben auch kritisieren. Man kann diese Entscheidung erstmal per se nicht mit abgewählten Mehrheiten treffen. Man kann sie nur im neu konstituierten Bundestag treffen, warum wir auch dazu aufgefordert haben, ladet doch einfach nächste Woche für so eine schwerwiegende Entscheidung den neuen Bundestag ein. So, und dann haben wir die gewählten Fraktionen im Bundestag sitzen und dann ist so eine Entscheidung, wäre sie auch legitimiert. Und da fängt es an. Und grundsätzlich kritisieren wir diese Entscheidung aus den Gründen, die ich Ihnen eben genannt habe, weil es enorme Konsequenzen hat und dieser Staat offensichtlich nicht mit den Steuergeldern umgehen kann, die ihm anvertraut werden. Also ein Staat, also Regierungen haben ja auch eine treuhänderische Aufgabe, mit dem Geld, mit dem hart verdienten Geld der Steuerzahler umzugehen. Und ich glaube nicht, dass es treuhänderisch in guten Händen ist, so wie gerade mit dem schwer verdienten Geld umgegangen wird. Das muss ich Ihnen ganz klar sagen. Also ich halte es wirklich, wir hatten auch eben Vorstandssitzungen, wir halten das wirklich für schier verantwortungslos, was hier gemacht wird. Und das wird enorme Konsequenzen haben, warum wir als AfD-Fraktion davor eindringlich warnen wollen, diesen Schritt zu gehen. Eindringlich. Und noch ganz kurz ergänzend dazu, nochmal auch was Glaubwürdigkeit angeht. Und ich denke, das ist der wichtigste Punkt. Und gerade die Politik, die ja generell ein riesiges Glaubwürdigkeitsproblem hat. Und wenn man die Aussagen von Friedrich Merz, aber auch vom Generalsekretär Linnemann kurz vor der Wahl noch gehört hat, und das ist ja noch wirklich erst Tage her, die ganz klar ausgeschlossen haben, dass an der Schuldenbremse was geändert wird. Also hatte man ja, und jetzt mittlerweile mit 1 Billion Euro, was noch nie da gewesen ist, wo es auch aktuell überhaupt keine Notlage gibt in diesem Land. Wir haben keine Notlage, die zumindest Entscheidungen jetzt bedürfen, die nicht 14 Tage warten könnten. Also auch das gehört ja zur Wahrheit dazu. Also hier solche Wahlversprechen so zu brechen, daran erkennt man und sieht man eigentlich, dass Friedrich Merz das sehr wohl schon im Wahlkampf geplant hatte. Das sagen ja auch einige Protagonisten mittlerweile, auch einige Medienvertreter, dass das schon geplant sei und auch er das vorhatte, dieses Wahlversprechen so zu brechen. Und ich habe es ja eingangs gesagt, hier von der DNA der CDU zu sprechen, einfach das wegzuschieben. Und hier wirklich auch, und wir haben es ja ausgeführt, was Zinserträge angeht und auch was weitere Zinserhöhungen angeht, das wird für den Staat, für Deutschland noch riesige Probleme bringen. Also ich kann nur an alle appellieren, diesen Wahnsinn nicht zuzustimmen in diesem Bundestag, auch an die letzten Abgeordneten der CDU, die vielleicht nicht mehr in den neuen Bundestag einziehen. Sie haben gesagt, Sie wollen den sicherheitspolitischen Fahrplan zu einer Autonomie Europas erstellen in den nächsten Wochen. Ihr verteidigungspolitischer Sprecher hat da gerade schon einen Aufschlag gemacht, hat Atomwaffen für Deutschland gefordert und eine Wehrpflicht auch für Frauen. Wie blicken da die Vorsitzenden der AfD drauf auf den Vorschlag? Ja, das ist jetzt eine persönliche Meinung von Rüdiger Lukas. Und es gibt weder im AK Verteidigung diese Auffassung, was Atomwaffen für Deutschland angeht, auch was die Wehrpflicht für Frauen angeht, die im Übrigen im Grundgesetz ja ausgeschlossen ist. Also dazu bräuchte es ja auch eine Zweidrittelmehrheit. Also das sind, wie gesagt, seine persönlichen Meinungen, die weder in der Partei noch in der Fraktion bis jetzt eine Mehrheit gefunden haben, beziehungsweise auch dort besprochen wurden. Das ist seine eigene persönliche Meinung. Gut. Danke.